Wien war damals meine Welt. Das ist heute in der globalisierten Welt ganz schwer, sich sowas vorzustellen. Aber dieser Abstand zwischen Krakau und Wien, was ich mit dem Zug gefahren bin, war eine Reise auf Mars. Das war so weit, wie ich heute, weiß ich nicht, wirklich auf Mars, irgendwo im Umwelt. Ich habe das gewagt. Meine Mutter war sicher, sie wird mich nie wiedersehen. Es war so ein Wagnis, hinter den eisernen Vorhang zu kommen. Und dann, als ich in Wien war, habe ich natürlich viel von Max-Reinhardt-Seminar gehört. Es hat hervorragenden Ruf. Und damals in Polen musste man erstmal ein Studium fertig machen, um Regie studieren zu dürfen. Ich hatte meine Schauspielakademie hinter mich und hatte sowieso vor, Regie zu studieren. Und dann habe ich gedacht, versuche ich das in Wien zu machen. Es waren natürlich sehr viele schöne Geschichten, die ich mit Max-Reinhardt-Seminar assoziiere, vor allem über Lehrer, also Walter Höslin, der begeisterte Verrückte, der, wenn er über Beleuchtung der Bühne sprach, hatte sich völlig vergessen, wurde viel zu lang und nicht gemerkt hat, dass ein Student nach dem anderen den Raum verlässt und er ganz alleine im Raum oft sitzen blieb, was für große Lustigkeit unter Studenten sorgte. Eine schöne Geschichte habe ich vielleicht so aus dieser Zeit, als ich nach Wien kam, habe ich sehr oft Max-Reinhardt-Seminar mit polnischer Schule verglichen, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Krakau, an der ich auch studierte. Und es war sehr auffällig, wie unterschiedlich die Perspektive auf Studenten und Einschätzung der Studenten in diesen beiden Schulen passiert. In Polen hat man geglaubt, alles ist möglich. Wenn ein junger Mensch mit Studien anfängt, kann er noch alles aus sich machen. In Wien habe ich 2 Wochen nach Aufnahmeprüfung vernommen, dass einige Lehrer ganz genau wussten, was aus einzelnen Studenten wird. Und man hat sofort beschrieben, der ist unbegabt, der ist nie so begabt, die, auch als Tochter von dem und dem berühmten Schauspieler, wird sicher ein großer Star. Und mich hat das sehr geärgert, weil ich an dieses Sein formt das Bewusstsein, bestimmt das Bewusstsein gewohnt war. Und wir haben gerade die Schwachen zusammengesammelt. Ich habe Professor Kutscher, der für Regie verantwortlich war, gefragt, ob ich eine kleine Inszenierung machen darf. Gleich am Anfang dürfte ich das noch nicht, aber er hat mir erlaubt. Wir brauchten weder Kostüme noch Bühnenbild. Und dann haben wir auf Basis einer postdramatischen Szene eines polnischen Klassikers mit dem sogenannten Unbegabteren oder den eher Schwächeren, haben wir einen Abend gemacht mit einer Kunstsprache, wo wir mit Blablablibloblu gesprochen haben, aber sehr präzise Bühnensituationen skizziert haben, haben wir einen Abend gemacht, der für große Aufregung sorgte. Und die Studenten wurden doch als doch begabt danach beschrieben. Und das hat große Freude damals gemacht. Ich würde mir wünschen, dass ich in 20 Jahren, wenn ich noch lebe, genauso stolz darauf sein kann, dass ich am Max-Reinhardt-Seminar studiert habe, wie ich das jetzt bin.